Ethan Miller und Daniel Brooks fahren mit ihrem Streifenwagen langsam auf einer schneebedeckten Waldstraße in den wilden Bergen Russlands. Beide trugen schlichte Rangeruniformen, ihre Gesichter zeugten trotz der beißenden Kälte und der Stille der Umgebung von deutlicher Konzentration. Ihr schwacher, weißer Atem verflüchtigte sich in der kalten Luft unter dem hellen Morgenlicht. Die schneebedeckten Kiefernwälder zu beiden Seiten der Straße wirkten regungslos, als hielten sie den Atem an und warteten darauf, dass etwas Ungewöhnliches passierte. Ethan bemerkte als erster, dass diese Stille ganz anders war als die üblichen Patrouillentage zuvor. Daniel blickte sich langsam um, sein Blick verweilte länger auf einem Stück dichten Waldes, das nur wenige Anzeichen menschlicher Aktivität aufwies. Sie hielten den Wagen an, stiegen aus dem Schnee, ihre schweren Schuhe hinterließen tiefe Abdrücke auf der makellosen weißen Oberfläche. Ein Gespür für professionelle Intuition veranlasste beide, zu schweigen und sich darauf zu konzentrieren, ihrer Umgebung zuzuhören. In diesem Augenblick drang aus dem Inneren des Waldes ein schwaches, unregelmäßiges Geräusch. Die beiden Ranger folgten schnell dem Geräusch und gingen langsam, um keine weitere Panik auszulösen. Auf dem unberührten Schnee stachen große Fußabdrücke, die mit 3 kleineren durchsetzt waren, deutlich hervor. Ethan bückte sich, um sie genauer zu betrachten, und erkannte, dass es sich um die Fußabdrücke eines erwachsenen Schneeleoparden und 3 Jungtiere handelte. Daniel blickte nach vorn, wo die Fußspuren in eine Lichtung im dichten Kiefernwald führten. Die Umgebung blieb gespenstisch still, nur unterbrochen vom Knirschen des Schnees unter den Füßen. Beide Ranger waren sich bewusst, dass die bevorstehende Situation sehr ernst sein könnte. Sie tauschten einen kurzen, aber entschlossenen Blick aus und gingen dann weiter hinein. Jeder Schritt wurde schwerer und schwerer, während die Stöhnlaute immer deutlicher wurden. Schließlich blieben sie stehen, als der Anblick vor ihnen sie beide sprachlos machte. Eine große Schneeleopardin lag regungslos im dicken Schnee, ihr Körper mit Eis bedeckt. Die 3 winzigen Schneeleopardenjungen lagen eng an ihre Mutter geschmiegt, zitternd und ohne sich einen Zentimeter zu bewegen. Auf den ersten Blick dachte Ethan, die Leopardenmutter sei nach tagelangem Kampf gegen die eisige Kälte gestorben. Daniel ging näher heran und bemerkte, dass die Augen des Leoparden vor Schmerz leicht zuckten. Sein Maul war leicht geöffnet, sein Atem schwer, und leise Stöhnlaute entwich ihm in rhythmischen Stößen. Sein einst prächtiges, dichtes Fell war nun mit gefrorenem Schnee und Schlamm bedeckt. Die 3 Leopardenjungen hoben ihre Köpfe, ihre Augen voller Angst, als sie die Menschen erblickten. Sie stießen leise Knurrlaute aus, ihre mütterlichen Instinkte erwachten. Über dem gesamten schneebedeckten Wald lag eine angespannte Atmosphäre. Ethan bückte sich und entdeckte sofort, dass das Vorderbein der Schneeleopardenmutter in einer illegalen Eisenschlinge gefangen war. Die rostige Falle zog sich um sein Bein zusammen, wodurch die umliegende Haut anschwoll und blutete. Der Leopard zuckte leicht bei jedem Versuch, sich zu bewegen, und stieß ein schmerzvolles, verzweifeltes Stöhnen aus. Daniel ballte die Faust, als ihm klar wurde, dass das Tier bereits mehrere Tage hintereinander in dieser Falle gefangen war. Die 3 Leopardenjungen wichen zurück und fletschten warnend die Zähne, blieben aber dennoch an der Seite ihrer Mutter. In diesem Moment begriffen die beiden Ranger, dass diese Familie nicht überleben würde, wenn sie nicht sofort handelten. Ethan blickte sich schnell um und schätzte die Sicherheitslage ein, bevor er sich näherte. Daniel flüsterte beruhigend und hielt dabei Abstand, um die Jungen nicht aufzuregen. Die Entscheidung, mit der Rettungsaktion fortzufahren, wurde ohne weitere Begründung getroffen. Daniel nahm vorsichtig kleine Futterstücke aus dem Rettungsbeutel und warf sie langsam den 3 Leopardenjungen zu. Der Hunger ließ sie zögern, bevor sie sich zum Fressen näherten, doch ihre Blicke blieben auf ihre Mutter gerichtet. Währenddessen bereitete Ethan das Narkosemittel in absoluter Konzentration zu. Er näherte sich von vorn, wo die erschöpfte Leopardenmutter keinen Widerstand mehr leisten konnte. Die Nadel wurde präzise eingestochen, und der Leopard stieß ein schwaches Wimmern aus. Nach nur wenigen Minuten entspannte sich der maßige Körper allmählich auf dem kalten Schnee. Die 3 Leopardenjungen fraßen weiter, vielleicht in der Annahme, dass die Menschen ihrer Mutter nichts antun würden. Die Umgebung wurde stiller, nur noch das gleichmäßige Atmen der Leopardenmutter war zu hören. Ethan und Daniel gerieten schnell in die gefährlichste Phase der Rettungsaktion.
Daniel hielt den Leoparden fest an den Beinen, während Ethan den handgeführten Metallschneider bediente. Die Schneide traf auf den Stahl und sprühte Funken, die sich deutlich vom weißen Schnee abhoben. Jedes Mal, wenn er die Richtung änderte, hielt Ethan inne, um die Reaktion der Leopardenmutter zu überprüfen. Die Falle wurde in der stillen Anwesenheit der 3 Jungen Stück für Stück nach und nach auseinandergeschnitten. Sie aßen die kleinen Fleischstücke und beobachteten dabei jede Bewegung der Parkwächter. Nach fast 15 spannungsgeladenen Minuten war die Falle endlich vollständig entschärft. Das Bein der Leopardenmutter war schwer verletzt und lag frei, doch es bestand noch Hoffnung auf Behandlung. Daniel atmete erleichtert auf, als keine Metallgegenstände mehr im Fleisch des Tieres steckten. Beide gingen ohne Verzögerung zur nächsten Behandlungsphase über. Ethan desinfizierte die Wunde sorgfältig und entfernte jegliches nekrotische Gewebe, das sich um die Wunde herum angesammelt hatte. Daniel hielt die Beine des Leoparden fest, um die Verletzung nicht zu verschlimmern. Ein weißer Verband wurde fest um das Vorderbein gewickelt, um die verletzte Stelle zu stabilisieren und zu schützen. Die Leopardenmutter blieb regungslos, ihre Atmung wurde nach der Medikamentengabe regelmäßiger. Die beiden Parkwächter blickten zum Himmel auf und stellten fest, dass ein heftiger Schneesturm mehrere Tage andauern würde. Sie begriffen, dass es den Tod bedeuten würde, diese Familie in diesem Zustand im Wald zurückzulassen. Die Entscheidung, sowohl die Mutter als auch ihre 3 Kinder zurück zur Rangerstation zu bringen, wurde entschieden getroffen. Ethan kontaktierte umgehend Leute, um die Transportkäfige auf dem LKW vorzubereiten. Daniel drehte sich noch einmal um die Jungen zu beruhigen, bevor er ihre Mutter wegbrachte. Die Schneeleopardin wurde vorsichtig in die Ladefläche des Lastwagens innerhalb des Transportgeheges gehoben. Die 3 Leopardenjungen wurden nacheinander ohne Widerstand mitgeführt. Das Fahrzeug des Rangers verließ den Wald und hinterließ tiefe Reifenspuren im Schnee. Im Inneren des Wagens herrschte Stille, nur das Motorengeräusch und das gleichmäßige Atmen der Leopardenmutter waren zu hören. Ethan fuhr langsam, um seine noch immer instabilen Verletzungen nicht weiter zu verschlimmern. Daniel überwachte den Zustand des Tieres während der gesamten Reise. Draußen frischte der kalte Wind auf und kündigte ein herannahendes Gewitter an. Beide Ranger wussten, dass sie gerade noch rechtzeitig eingegriffen hatten, um diese Familie vor dem sicheren Tod zu bewahren. Die Lichter der Rangerstation tauchten hinter der dicken Schneedecke auf. Die Schneeleopardenmutter und ihre 3 Jungen wurden in ein warmes Gehege mit trockenem Stroh und einer Wärmelampe gesetzt. Stabile Temperaturen helfen dem Körper der Leopardenmutter, sich nach vielen kalten Tagen allmählich zu erholen. Ethan und Daniel füttern die Tiere abwechselnd und versorgen sie mit sauberem Wasser. Die 3 Leopardenjungen erholten sich schnell und blieben in dem sicheren Bereich in der Nähe ihrer Mutter. Die Wunde am Vorderbein der Leopardenmutter heilte nach jedem Pflegetag allmählich ab. Am 3. Tag konnte es langsam aufstehen, obwohl sein Bein noch verbunden war. Die Augen des Tieres waren nicht länger von Panik erfüllt, sondern zeigten stattdessen einen wachsamen, aber ruhigen Ausdruck. Die beiden Ranger untersuchten die Wunde ein letztes Mal und bestätigten, dass der Zustand des Patienten stabil war. Für diese Familie hat sich die Tür zurück in den tiefen Wald endlich geöffnet. Das Fahrzeug brachte die Schneeleopardenfamilie zurück in den Wald, wo sie gefunden worden waren. Die Transporthalle wurde inmitten einer friedlichen, schneebedeckten Straße eröffnet. Die Schneeleopardenmutter trat als erste hervor, ihre Vorderbeine waren noch immer in Bandagen gewickelt, aber ihr Gang war nun sicher. Die 3 Leopardenjungen folgten ihrer Mutter dicht auf den Fersen und kuschelten sich an sie, wie sie es in ihren ersten Lebenstagen getan hatten. Die Leopardenmutter drehte kurz den Kopf und schaute den Rangerwagen an. Ethan und Daniel standen schweigend da, ohne sich zu bewegen oder ein Wort zu sagen. Es gab kein Gebrüll und keine Drohgebärden, nur einen Moment tiefer Stille. Dann drehte die ganze Familie um und ging schweigend in den schneebedeckten Kiefernwald hinein. Die Fußspuren verblassten allmählich und hinterließen die Geschichte eines Lebens, das im richtigen Moment festgehalten wurde,